Neuralink darf jetzt Experimente am Menschen durchführen. Endlich. Also zumindest, wenn es nach den Machern von Neuralink geht. Es ist ja so, ich würde wahnsinnig gerne meinen Körper so verbessern wie in Cyberpunk 2077. Braucht man ohnehin ein neues Knie. Warum nicht gleich eins reinbauen, das dann auch einen Sturz von über 10 Metern übersteht? Naja, das kann Leben retten, klar. Oder aber wir verbessern unser Gehirn, so wie Elon Musk das immer wieder bewirbt in verschiedensten Podcasts und Talkshows und überall anders, dass wir im Endeffekt eine direkte Schnittstelle von unserem Gehirn zu digitalen Geräten wie euch haben. Hier fängt also jetzt der feuchte Traum von allen Cyberpunk-Szenarien an. Aber wir schauen uns heute jetzt mal endlich diese Dimension an, die wir bislang nicht so beleuchtet haben. Und zwar die Hacker-Perspektive. Sorry, wenn ihr medizinische Details wollt, seid ihr hier falsch. Ich bin kein Mediziner, ich bin ITler. Was also ein Hacker mit Geräten anstellen kann, haben wir ja schon gesehen. Aber was passiert, wenn wir einen Hacker potenziell an unser Gehirn lassen? Denn mit Neuralink haben wir nun sogar technische Details, zumindest in Teilen, so wie ein Gehirn-Interface tatsächlich aussehen könnte. Genau, Security von Faxgeräten und die Security von Gehirnimplantaten in einem Jahr auf demselben Kanal. Wilde Zeiten. Neuralink verspricht Blinden wieder sehen zu können. Elon Musk, der hinter Neuralink steht, verspricht Gelähmten wieder gehen zu können. Alzheimer, Parkinson und noch so viele mehr sollen der Vergangenheit angehören. Dank Neuralink. Neuralink ist ein Brain-Machine Interface, also kurz BMI, also eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine. Der große Unterschied ist allerdings zu anderen Brain-Machine-Interfaces, es ist invasiv. Also es wird wirklich per Operation in das Gehirn reingepflanzt. Das gibt es zwar auch schon, aber Neuralink hat hier einige technische Neuerungen am Start. Der N1-Chip, also das, was dahinter steckt, soll dabei vollständig im Schädel drin verbaut werden, also komplett kabellos, also vermutlich auch induktiv geladen werden und hat 64 Fäden, die mit insgesamt 1024 Elektroden die Gehirnaktivität direkt am Subjekt messen. Und dann soll das Ganze sogar noch über eine App angesteuert werden können. Damit soll dann erkannt werden, was im Gehirn drinnen wirklich so abgeht, und es sollen einzelne Hirnfunktionen sogar stimuliert werden können. Wir haben sowas zumindest in Ansätzen auch schon in meinem anderen Kanal getestet, aber natürlich ohne OP. Wir können nämlich heute schon Elektroden einfach direkt auf unseren Kopf kleben, dann die Gehirnaktivität messen und dann herausfinden, was mit dieser Hirnaktivität vielleicht gemeint ist. Steigt zum Beispiel die Aktivität in dieser Region hier ungefähr, dann heißt das, ich sehe etwas. Und das kann man wunderbar messen, indem man zum Beispiel ein schwarz-weiß blinkendes Bild zeigt, denn da sieht man einfach in einem Diagramm wirklich deutlich, wie die Aktivität in genau diesem Areal hoch und dann wieder runter geht. Dieser ganze Vorgang des Messens nennt sich Elektroenzephalographie, kurz EEG, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aber dadurch, dass sich natürlich die Signale durch den Schädel ausbreiten müssen und dadurch natürlich stark verwässern, habe ich an sich fast keine Chance mehr, hier wirklich genau die Aktivität in einer speziellen Region, geschweige denn von einzelnen Neuronen zu messen. Wollen wir also wirklich die Gedanken auswerten, die Träume erkennen, psychische Probleme wirklich tief verstehen, dann müssen wir ganz tief rein. Man muss einzelne Neuronen in unserem Hirn messen können. Und dazu müssen die Messinstrumente eben durch den Schädel ins Gehirn rein, sprich die Elektroden müssen implantiert werden. Elektroden messen dann zum Beispiel, wie stark einzelne Neuronen in unserem Gehirn aktiv sind und können dann darauf wiederum eine KI trainieren. Denn was wo eigentlich im Hirn liegt, das ist bei jedem Menschen anders und übrigens auch noch nicht so richtig fertig erforscht. Allerdings ist gerade vor einem Monat die wohl größte Zusammenarbeit von europäischen Forschern zu Ende gegangen, die hier sehr, sehr viel beigetragen hat. Das Human Brain Project. Das verfolge ich seit dem Studium 2013 schon, bis eben dieses Jahr. Und die Ergebnisse sind wirklich faszinierend. Von detaillierten Karten, was wo eigentlich in unserem Hirn was tut, bis hin zu einer Plattform für Roboter mit künstlichem Gehirn drin. Aber ja, das alles sprengt hier ein bisschen den Rahmen und natürlich ist das nicht marktreif. Wichtig ist allerdings, die 1024 Elektroden von Neuralink, die geben die Auflösung an, mit der man das Gehirn messen kann. Eine Operation am Gehirn ist allerdings nichts, was man leichtfertig macht. Zumindest ich nicht. Eingepflanzt wird derzeit das Utah Array, das eine offene Schnittstelle mit dem Gehirn erfordert und per Kabel mit dem Rechner verbunden wird.
Eine offene Schnittstelle heißt hier eine offene Wunde am Gehirn. Das ist natürlich ein riesiges Entzündungsrisiko. Das Utah Array hat aber übrigens ebenfalls 1024 Elektroden, die hier messen können, was passiert. Bei Neuralink hingegen soll nicht mit nur Elektroden, sondern mit Elektrodenfäden gearbeitet werden, die sich eben mit dem Gehirn bewegen können, ohne das Ganze dabei zu verletzen. Geplant ist aber eine deutliche Erhöhung der Auflösung auf 16.000 Elektroden, ohne dabei übrigens das Implantat größer zu machen. Das wäre mit dem Utah Array nicht möglich. 16.000 Elektroden bedeutet dann natürlich auch die 16-fache Auflösung und damit 16 mal mehr Details über einzelne Neuronen und damit natürlich sehr viel besser. Okay, das ist jetzt einiges an Info gewesen. Da wir aber, glaube ich, noch alle keine Hirnimplantate haben, an der Stelle eine ganz kurze Empfehlung von mir. Ich bin momentan tatsächlich mehr unterwegs als sonst, draußen. Leider gibt es da oft Mahlzeiten, die ich nicht vertrage. Da kommen bei mir die Huel-Trinkmahlzeiten ins Spiel. Eigentlich geil. Eine Flasche liefert eine ausgewogene Mahlzeit mit allen wichtigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Für mich dabei super wichtig ist allerdings, Huel ist komplett vegan, hergestellt aus pflanzlichen Zutaten wie Hafer, Erbsenprotein und sogar Tapioca, was die Mahlzeit für mich persönlich sehr viel verträglicher macht. Denn wie ihr wisst, ich kann Milcheiweiß einfach nicht. Huel ist der ideale Begleiter, wenn wir mal wieder irgendwo anders unterwegs sind oder im Zeitstress zum Beispiel keine Zeit für eine frische Mahlzeit haben. Und dann kann ich hierauf zurückgreifen und habe Gewissheit, dass ich mich trotzdem gut ernährt habe. Und für die zweite Mahlzeit kümmere ich mich dann natürlich wieder darum, selbst zu kochen mit frischem Gemüse und allem, was dazugehört. Gut. Schaut deswegen gerne mal, ob ihr das auch bei euch schon im Rewe habt. Danke an Huel für das Unterstützen des Videos und der Academy. Okay, zurück zu Neuralink. Neuralink ist also durchaus ein extrem spannendes Projekt. Es könnte die Hirnforschung massiv nach vorne bringen und uns helfen, uns selbst und unsere Gehirne besser zu verstehen. Für eine leichtere Implantation wird übrigens von Neuralink sogar ein extra Roboter entwickelt, der den Eingriff schonender und genauer durchführt. Und damit hat es das Potenzial, schlimme Krankheiten zu verbessern. Operationen sind dann natürlich nur der Anfang. Aber auch durch die sogenannte Deep Brain Stimulation, also kleine Elektroschocks an die exakt richtigen Areale im Gehirn, bringen schon jetzt bei manchen Krankheiten eine Lösung. Zwangsstörung, Epilepsie oder auch Parkinson werden exakt in diesem Moment mit sogenannten Hirnschrittmachern behandelt. Auch das wäre grundsätzlich mit Neuralink möglich. Aber man darf hierbei auch die gesamte Kontroverse nicht vergessen. Wie gesagt, ich will mich hier gleich auf die technischen Details konzentrieren. Es gab einen deutlichen Aufschrei von ehemaligen Angestellten in Bezug auf die Tierversuche, die natürlich vor den menschlichen Versuchen kamen. Es heißt, die Versuche seien unter Druck veranstaltet worden, wobei das Tier wohl massiv verletzt wurde. Vermeidbares Leiden und Töten sei hier sogar die Folge gewesen, heißt es. Deswegen gab es übrigens sogar eine Untersuchung. Und vielleicht habt ihr auch den Affen gesehen, der Pong mit seinem Gehirn spielt. Der hat eine ziemlich massive ethische Debatte ausgelöst, ob am Ende nicht nur die reichen und ohnehin schon mächtigen Menschen sich die immer besten Implantate für immer mehr Überlegenheit leisten können. Am Ende wurde mit einem Achselzucken reagiert und das Ganze als ohnehin unaufhaltbar abgestempelt. Naja, und wie Cedric, ja wir heißen gleich, auf dem Kanal Dr. Watson in einem sehr guten Video demonstriert hat, ist Neuralink für medizinische Zwecke zwar eher universell veranlagt, aber noch nicht in der Lage, mit bestehenden Anwendungen mitzuhalten. Das System ist einfach noch nicht so gut getestet, die Laufzeit ist noch nicht so gut geklärt, aber technologisch ist das Ganze selbstverständlich extrem spannend. Und dennoch hat die FDA nun die Erlaubnis ausgesprochen, Versuche am Menschen durchzuführen. Für die Implantation des N1-Chips mit dem Roboter werden wirklich in diesem Moment Probanden gesucht. Das war vor einem Monat. Und deshalb unterhalten wir uns heute über die Sicherheit von einem N1-Chip in unserem Gehirn. Wie wir gehört haben, kann der Chip Daten im Gehirn lesen und sogar Elektrostöße ausgeben, um unsere Neuronen künstlich zu aktivieren. Das kommt in etwa gleich mit dem Schreiben von Daten auf einer Festplatte, nur dass die Festplatte euer Gehirn ist. Kontrolliert wird das gesamte Gerät von einer mobilen App auf eurem Smartphone. Allerdings, wie ich euch das schon vorhin erzählt habe, müssen die Hirnsignale natürlich zuerst umgewandelt werden in Daten. Und das passiert sogar schon auf dem Chip im Gehirn, denn die Bandbreite von Bluetooth ist einfach zu gering, um die gesamten Rohdaten von eurem Gehirn zu übertragen. Eine KI auf dem Chip wandelt also die rohen Hirndaten um
und schickt die dann wiederum an die App. Das führt allerdings leider schon dazu, dass der Chip ziemlich heiß werden kann und das kann bei Überbelastung eine Gefahr für das Gehirn werden. Aber durch diese ganze Debatte wissen wir, zur Übertragung wird Bluetooth wahrscheinlich verwendet und in der App kann ich einstellen, was gemacht werden soll. Aus einer Sicherheitsperspektive ist also der Chip in eurem Gehirn ähnlich gut abgesichert wie eure Kopfhörer. Bluetooth ist zwar mittlerweile ganz gut abgesichert, aber das heißt nicht, dass da nichts mehr passiert. 730 Sicherheitslücken für Hacker gab es in der Vergangenheit in Bezug auf Bluetooth. Und natürlich kann jederzeit was Neues gefunden werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Hacker dann plötzlich in eurem Gehirn sind, sondern meistens eher, dass sie einzelne Gedanken in dem Fall abfangen können oder halt einzelne Neuronen in eurem Gehirn stimulieren, sprich aktivieren können. Gerade letzteres hört sich beängstigend an. Ein Hacker, der Dinge in mein Gehirn mit Elektroschocks reinpackt, will ich nicht haben. Aber kann ein Hacker mich dann wirklich Dinge denken lassen? In Cyberpunk 2077, ich zock das gerade massiv, gibt es einen sogenannten Quick Hack, sprich einen Angriff auf das Implantat, der die Leute dazu bringt, Selbstmord zu begehen. Klar, Dystopie und so, ich weiß. Aber was alles möglich sein wird, das ist reine Spekulation. Eigentlich wissen wir das noch gar nicht. Aber eigentlich dürfte niemals etwas verbaut werden, was theoretisch gefährlich hohe Stromschläge erzeugen könnte. Sprich, alles, was potenziell Schaden machen kann, wird einfach direkt von der Hardware blockiert und wird einfach gar nicht möglich gemacht. Trotzdem kann es natürlich übel enden, falls eine Fehlfunktion existiert, falls der Chip zu heiß wird oder. Und je nachdem, welche Funktion Neuralink am Ende unterstützen soll, könnte man das natürlich auch auslösen. In der aktuellen Phase kann Neuralink allerdings auch laut Musk zumindest noch nichts in die Richtung Gedanken kontrollieren oder ähnliches. Das Schlimmste, was geht aktuell, wäre das Deaktivieren des Schrittmachers im Hirn, der medizinisch nötig ist, wodurch dann Zwangsstörungen oder Parkinson wieder zurückkommen können. In der aktuellen Fassung. Wie sieht's aber mit der anderen Seite aus? Befehle sollen ja ohnehin von Neuralink an die App übertragen werden. Schaltet sich da ein Hacker dazwischen, dann könnte man ja eigentlich unsere Gedanken lesen. Denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Oh, und schon weiß ich, an was ihr gerade gedacht habt. Spannenderweise gab es in letzter Zeit einige Versuche zum Thema Gedankenlesen. Forscher der University Austin, Texas beispielsweise, haben ein Brain-Computer-Interface entwickelt, das gesprochene Sprache, also das, was ich gerade mache, und sogar dekodieren konnte mit einem EEG auf eurem Kopf. Und das komplett ohne eine Operation. Also nur mit diesen aufgeklebten Elektroden. Ein anderes Forscherteam hat aus Gedanken Bilder generiert, die man sich vorgestellt hat. Das könnt ihr euch vorstellen wie der Bildgenerator DALL-E 3, der jetzt gerade in ChatGPT Plus verfügbar gemacht wurde, nur dass eben gedachte Bilder als Eingabe genutzt wurden. Und natürlich wäre mit Neuralink noch sehr viel mehr denkbar. Träume rekonstruieren, eure tiefsten Sehnsüchte und eure ganz geheimen Vorlieben, die nicht mal abkennt. Zumindest wenn das ausgebaut wird und mehr Teile des Gehirns abgedeckt werden. Aber selbst wenn ihr eine Schwachstelle in Bluetooth habt, müsste ein Hacker sich ziemlich in eurer Nähe befinden, um darüber irgendetwas abgreifen zu können. Denn die Reichweite von Bluetooth ist jetzt nicht gerade groß. Die meisten Hacker sind aber einige hunderte Kilometer entfernt. Und selbst wenn man annimmt, dass die Verbindung mitgehört werden kann, werden immer nur eure aktuellen Gedanken übertragen. Und nur was gerade übertragen wird, kann mitgehört werden. Und ich bin ehrlich, wenn ich da draußen unterwegs bin, darf der Hacker dann auch gerne wissen, welchen Podcast ich mir gerade reinziehe, um mich von diesen ganzen Menschen da draußen abzulenken. Neuralink kann aber erstmal gar nicht alles lesen, sondern wird aktuell zumindest noch sehr, sehr spezifisch eingesetzt. Um zu lesen, was ich denke, müsste es eigentlich in einen ganz anderen Bereich meines Hirns implantiert werden. Nehmen wir an, ich steuere mit Neuralink meine Beinprothese für das neue Knie, mit dem ich einen 10-Meter-Sturz überstehen kann. Dann ist das Einzige, was der Hacker lesen kann, ob ich mein Bein bewege oder nicht. Herzlichen Glückwunsch, das kann er sich auch einfach anschauen. Also alles eigentlich gar nicht so schlimm? Naja, leider doch. Die Cybersecurity-Probleme kommen in zwei anderen Formen, die ich ganz gerne schon jetzt ansprechen möchte, bevor es dann wieder zu spät ist. Wir starten mit der Update-Debatte, die eigentlich schon jetzt aktuell sein sollte. Neuralink sucht gerade den ersten Menschen, um ihm einen N1-Chip zu implantieren mit 1024 Elektroden.
Wir haben aber schon gehört, dass geplant ist, bald 16.000 Elektroden zu verwenden. Und der Name des Chips, N1, reicht eigentlich schon als Aussage aus. Hier wird es Fortschritte geben, das ist geplant. Technologien wie Bluetooth müssen ebenfalls ausgetauscht werden, beziehungsweise zumindest aktualisiert werden. Wenn man sich also ein technisches Gerät wie ein Smartphone kauft, dann muss man das austauschen, zumindest sobald man keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, sonst läuft man Gefahr, eine Fehlfunktion zu haben oder gehackt zu werden. Im Gehirn ist sowas ein bisschen unangenehm. Man verpflichtet sich also quasi zu regelmäßigen invasiven Operationen am offenen Gehirn. Die Laufzeit von Neuralink ist bei weniger als 10 Jahren und wenn wir die Auflösung so betrachten, wie wir das bei Bildern oder Handykameras sehen, dann wird es natürlich nicht bei 16.000 Elektroden bleiben. Je mehr Elektroden, desto besser. Die Frage ist dann, was passiert, wenn sich jemand das Update nicht leisten kann? Was passiert, wenn der Support wie bei Smartphones einfach eingestellt wird von dem Chip, den ihr in eurem Hirn habt? Auch ethisch gesprochen kann das zu Problemen führen. Wenn sich nur Menschen mit dem entsprechenden Großgeld einen starken Chip leisten können, führt das natürlich wie in Cyberpunk dazu, dass manche Menschen gut Tech haben und damit leistungsfähiger, intelligenter, schneller und was weiß ich noch alles sind. Während andere natürlich Schwierigkeiten haben, sich überhaupt von unten hochzuarbeiten oder überhaupt weiter zu existieren. Das auszuführen geht ein wenig über den Scope des Videos hinaus, das überlasse ich gerne den Kommentatoren. Aber Sicherheitsupdates, so wie sie derzeit für Smartphones eben nicht verpflichtend sind, sind nicht ausreichend. Die zweite Debatte ist die Neuralink App und naja, die Verbindung von dieser Neuralink App. Es ist leider quasi unmöglich, die offizielle App zu sehen oder sogar zu untersuchen. Trotzdem habe ich einige Berichte gelesen, wonach eine Cloud zur Verbindung genutzt werden soll. Zwischen zwei menschlichen Gehirnen oder zwischen Gehirn und Maschine. Wie akkurat das ist natürlich fraglich, aber ein Brain-Machine-Interface ist eigentlich genau darauf ausgelegt, dass man sein Gehirn mit dem Internet, einem Spiel oder anderer Software verbinden soll. Das führt natürlich dazu, dass es sowas wie Mods, Apps oder sogar einen ganzen App Store für dieses Brain-Machine-Interface geben soll. Und naja, wie auch bei Android oder iOS sind natürlich Apps der größte Angriffspunkt für Hacker. Sprich, die fragen dann einfach nach Rechten. Sowas wie zum Beispiel bestimmte Datenquellen, visueller Kortex oder Gedächtnis und schon haben wir die ganzen Datenschutzprobleme. Und selbst wenn wir bei der Neuralink App selbst sind, die hat ja schon Zugriff auf höchst private Daten direkt aus unserem Gehirn, die ich nicht einfach abstellen kann. Die will ich eigentlich nur ungern teilen. Das ist allerdings genau das, was Musk plant. Er sprach schon explizit von einer Art App Store, mit dem neue Sprachen oder Kampfsportbewegungen ins Hirn geladen werden sollen. Aber das ist zum Glück aktuell noch sehr weit entfernt. Momentan beschränkt sich das eigentlich alles auf eben diese Hirnstimulation oder vielleicht das Überbrücken von einem Stück Rückenmark. Momentan beschränkt sich sowas recht stark auf die medizinischen Anwendungszwecke und da ist jetzt nicht der Bedarf da, dass man sich alles modden möchte, zumindest noch nicht. Wo wir aber gerade schon dabei sind, für Elon Musk soll Neuralink, so wie es scheint, eher ein Lifestyle-Produkt sein. Ein Implantat für mehr Leistung mit breitem Zugriff auf das Gehirn. Das ist derzeit noch definitiv kein Thema in der Praxis. Neuralink konzentriert sich auf medizinische Anwendungsfälle, Gelähmte, Blinde, Parkinson-Patienten und so weiter. Leider werde ich nach den ganzen Interviews und Konferenzen, die ich für dieses Video hier gesehen habe, das gesamte Gefühl nicht los, dass diese Menschen als eine Art Testphase genutzt werden. Ihr Leiden wird gelindert, dafür dürfen die Daten für Forschung und Experimente genutzt werden. Daten vom Gehirn. Das kann nur mein Eindruck sein, aber lasst uns einfach mal für einen Moment wirklich genau diesen Weg gehen, den Elon Musk sich erträumt. Nehmen wir einfach an, wir können eine neue Sprache, wie es hier heißt, in unser Gehirn laden. Aus einer Hacker-Perspektive kann ich dann aber auch andere Daten in mein Gehirn laden. Erinnerungen daran, wie ihr euch in den Heiratsschwindler zum Beispiel unsterblich verliebt habt und ihm all euer Geld gebt. Wünsche daran, euren Vergewaltiger zu daten. Das Bedürfnis, plötzlich jetzt und sofort die Bootstrap Academy zu besuchen, um ein paar Programmierquizzes zu machen. Ihr versteht, was ich meine. Dann werden plötzlich Schreiben und Lesen von Gedanken, also die ersten Punkte, wieder relevant und sehr gefährlich. Und es stellt im tiefsten Inneren alles in Frage, wofür wir uns eigentlich halten. Und diese Macht möchte ich nicht in einer gewinnorientierten Firma sehen. Mal ganz abgesehen von den technischen Hürden, die da eben noch sehr lange nicht überwunden wurden.
Und auch Szenarien vom Hochladen des Gehirns in irgendwelche Rechner sind ziemlich dystopisch, aber auch zum Glück noch sehr, sehr weit entfernt. Sehr viel weiter, als sich der CEO von Neuralink sich das vorstellt. Trotzdem hier mal ein kleiner Denkanstoß. Nehmt mal für einen Moment an, ihr könnt euer Gehirn in den Rechner vor euch kopieren, zum Beispiel euer Smartphone. Oder klonen sogar, dann müsst ihr dabei nicht draufgehen. Nehmt dann an, ihr könnt die Taktrate für euer Gehirn auf Faktor 1000 stellen. Sprich, euer Gehirn im Rechner erlebt 1000 Sekunden in der Zeit, wo ihr eine einzige Sekunde erlebt. So, und jetzt kommt der lustige Teil. Dann nehmen wir einfach mal an, dieser Rechner gehört einem Menschen, der Gewinn machen möchte. I think in the future you'll be able to save and replay memories. You could upload, you could basically store your memories as a backup and restore the memories. Och nee, lass mal. Wenn ihr mir ganz kurz erlaubt, hier einen Vergleich zu ziehen. Entwicklung zu KI begann inoffiziell 1956, als Artificial Intelligence als Forschungsdisziplin anerkannt wurde. Damals nur ein feuchter Traum oder Albtraum. Heute ist das Ganze einsatzbereit, zumindest in gewissen Teilen. Vergleichbar dazu ist, was Neuralink tut, für mich zumindest. Invasive Brain-Computer-Interfaces sind seit 1978 im Einsatz. Im Jahr 2018 konnten 3 Menschen schon erfolgreich Gedanken austauschen. Sollte Neuralink das ChatGPT der Gehirnimplantate werden und in 20 Jahren so massentauglich sein, wie ChatGPT das jetzt ist, dann müssen wir diese Probleme angehen und lösen. Aber momentan sind das nur Visionen eines Menschen, der vermutlich ziemlich viel Angst hat zu sterben. So wie die allermeisten von uns übrigens auch. Neuralink selbst könnte allerdings trotzdem eine extreme Hilfe für viele Bedürftige sein. Aber ob wir uns ein Lifestyle-Produkt ins Gehirn pflanzen wollen, das wage ich in der momentanen Welt ein bisschen zu bezweifeln. Wenn ihr mehr über die technischen Details von EEGs und Co. wissen wollt, es gibt wie zu fast allem einen Kurs von mir in der Bootstrap Academy. Könnt ihr euch natürlich kostenlos ansehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.